Ryan Wickers ist arbeitslos und das Moto Corsa Team sucht einen neuen Fahrer, was letzte Woche abging. Brutal. Beide schießen so ein bisschen gegeneinander. Was wirklich passiert ist und wer eventuell in Frage kommen könnte als neuer Fahrer, seht ihr hier in dem Video. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ryan Wickers kam 2025 aus der BSB bzw. 2024. Er war nicht mal Meister, sondern war nur Vizemeister und ist dann eben zu Moto Corsa gewechselt von einer Yamaha auf eine Ducati. Das war schon ein bisschen sowas, okay, man nimmt einen Vizemeister aus der BSB zu Ducati, sprich ein neues Bike, es ist ein Rookie dann in der Superbike und er war auch kein Meister. Sagen wir mal so, Scott Redding ist zum Beispiel Meister gewesen in der BSB, er hat auf jeden Fall gut performt. Ryan Wickers als Vizemeister hätte man sich auf jeden Fall gut vorstellen können und er hätte auch gut mitfahren können. Jetzt war nur das Moto Corsa Team etwas unzufrieden mit den Ergebnissen von 2025. An sich muss man natürlich sagen, Ryan Wickers hat ein ganz neues Bike gehabt, ein neues Team plus Superbike-Strecken, die er fast gar nicht kannte. Also ich glaube, außer Donington Park ist er wahrscheinlich bei ein paar Strecken nur mal irgendwie trainieren gewesen. Aber es waren auf jeden Fall auch neue Strecken für ihn dabei. Er hatte auch ein paar gute Resultate oder auch ein paar Resultate, wo er gut dabei war und dann irgendwie gestürzt ist. Ja, im Endeffekt hat jetzt Lorenzo Mauri von Moto Corsa die Reißleine gezogen. Das Komische jetzt ist nur, Ryan Wickers selber sagt, er hatte einen 2-Jahres-Vertrag mit +1-Option, also generell 3 Jahre. Lorenzo Mauri oder beziehungsweise das Team Moto Corsa sagt, sie haben aber nur einen 1-Jahres-Vertrag +1 nochmal. Also ganz strange, irgendwie die Ryan Wickers Seite zeigt irgendwie einen Vertrag mit 2 Jahre +1-Option und Moto Corsa irgendwie nur 1-Jahres-Vertrag. Ganz strange auf jeden Fall. Roger Burnett, das ist der Manager von Ryan Wickers, der hat gesagt, das Team hat ihm gesagt, wir brauchen 400.000 €, damit wir weitermachen können. Sprich, Ryan Wickers soll im Prinzip 400.000 € mit ins Team mitbringen, damit das Team nächstes Jahr nochmal mit ihm fährt. Also Roger Burnett hat dann auch gesagt, seine Aussage, wie würde 400.000 € das Team besser machen oder Ryan Wickers besser machen. Macht also in der Hinsicht keinen Sinn, also ist ein bisschen komisch von beiden Seiten jetzt her. Auch wie gesagt, Ryan Wickers hat einen Vertrag mit 2 Jahren, Moto Corsa mit einem. Wer hat jetzt wirklich den Vertrag und den echten Vertrag? Also da ist alles ein bisschen strange und wir werden so schnell wahrscheinlich erstmal nicht erfahren, was wirklich passiert ist. Der Manager von Ryan Wickers hat dann noch gesagt, vielleicht ist es auch irgendwie einfach Glück im Unglück, wie man es so schön sagt. Wir werden auf jeden Fall sehen, Ryan Wickers hat auf jeden Fall auch schon einen neuen Vertrag, also er ist nicht ganz arbeitslos, er fährt weiter in der BSB, wahrscheinlich auf Honda. Die ganzen Verträge werden jetzt auf jeden Fall noch unterschrieben, aber so wie es aussieht, wird er in die BSB zurückkehren. Und somit ist jetzt die Frage, wen nimmt Moto Corsa? Moto Corsa hat dann im Prinzip noch argumentiert damit, dass Ryan Wickers keine Top 10 Resultate geliefert hat, was auch stimmt. Also er war immer so auf Platz 15, 16, vielleicht mal 17. Manchmal war er irgendwie auf 7 oder 8. Aber das Moto Corsa Team sucht einen Fahrer, der wirklich in den Top 10 mitfahren kann. Wenn man überlegt, wer davor gefahren ist, Axel Bassani. Oh mein Gott, Leute, Axel Bassani, wie krass war das? Er ist in Misano ins Podium gefahren mit der Moto Corsa Maschine. Also sowas, glaube ich, sucht auf jeden Fall Moto Corsa wieder. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wer für Moto Corsa 2026 in Frage kommt. Bevor wir jetzt raussuchen, wer überhaupt in Frage kommen könnte, müssen wir erstmal wissen, welches Team ist überhaupt schon belegt. Also wir haben BMW mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira, beides neue Fahrer, die sind schon besetzt. Auch das Aruba-Team mit Nicolo Bulliga und Lecona sind besetzt. Genau, freie Fahrer in dem Werksteam gibt es sowieso nicht mehr. Es gibt allgemein nur noch 6 zu vergebene Plätze in der Superbike bei den Teams. Davon hat einmal das MEI-Team von Honda 2 Plätze, einmal jetzt das Moto Corsa-Team, einmal MGM Bonovo, wobei bei MGM ist man sich gar nicht sicher, ob es überhaupt noch nächstes Jahr weitergeht. Und dann gibt es noch 2 Plätze bei Moto X Racing bei Yamaha, wo aktuell Rinaldi und Bahattin Sofuoglu fährt. Das Problem ist nur, auch bei Moto X Racing weiß man nicht, ob es überhaupt weitergeht in der nächsten Saison. Aktuell haben sie ja 2 Fahrer mit 2 Bikes. Sie sprechen jetzt darüber, ob sie eventuell komplett aufhören oder eben dann nur mit einem Fahrer weitermachen. Das heißt auf jeden Fall, Michael Room Rinaldi oder Bahattin Sofuoglu ist dann auch arbeitslos. Was heißt das jetzt konkret für Moto Corsa? Lorenzo Mauri selbst hat aktuell 2 Wunschkandidaten. Einer davon ist Albert Arenas, 28 Jahre alt, aus der Moto2. Ist sogar Moto3-Weltmeister 2020. Das einzigste Problem ist nur die Ergebnisse. 95 Rennen bis jetzt und davon nur 2-mal auf dem Podium. Also das spricht auf jeden Fall nicht wirklich für ihn. Lorenzo Mauri selbst sagt, dass es schwierig ist, einen Moto2-Fahrer davon zu überzeugen, in die Superbike zu gehen. Da gebe ich ihm natürlich auch recht.
Die meisten Fahrer, die vorne mit dabei sind, wollen auf jeden Fall in die MotoGP. Alleine schon aus dem Verdienstgrund und auch einfach von der Hinsicht, dass man in der MotoGP einfach viel bekannter wird und seine Karriere viel mehr dadurch pushen kann, als wie in der Superbike. Allerdings fährt Albert Arenas aktuell immer so auf Platz 4 bis 8, manchmal sogar schlechter mit. Aktuell ist er in der Weltmeisterschaft 8. Platz. Deswegen, ob Albert Arenas wirklich die Lösung ist, weiß ich nicht. Als zweiten Wunschkandidaten gibt es dann noch Alberto Sura. 21 Jahre alt, der hat jetzt ein paar Wildcards in der Supersport-Kategorie gehabt, fährt aber eigentlich in der Junior GP Moto2. Da ist er aktuell auf dem 2. Platz in der Weltmeisterschaft. Ich glaube, es gibt noch 1 oder 2 Rennen, also die Weltmeisterschaft, glaube ich, ist sogar noch drin. Er hat bis jetzt 3 Podiums gemacht in der Moto2, Junior GP, und in der Supersport war er bei seinen Wildcards auch immer auf dem Podium, beziehungsweise einmal ist er, glaube ich, gestürzt, aber sonst war er eigentlich immer mit vorne dabei. Die Frage ist halt nur, ein 21-Jähriger hat noch keine Erfahrung mit einem Superbike, ist bis jetzt nur Junior Moto2 gefahren und im Prinzip ein bisschen World Supersport als Wildcard mit. Das heißt, er hat eigentlich keine Erfahrung mit Superbikes oder auch nicht in der großen Moto2-Kategorie, im Gegensatz zu Albert Arenas, der natürlich schon ein bisschen länger unterwegs ist, der mit 28 Jahren einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat als eben so ein 21-jähriger Alberto Sura. GP1.com berichtet, dass tatsächlich die Einigungen zwischen Moto Corsa und Alberto Sura schon sehr, sehr nah sind und man sogar Sura anscheinend bevorzugt vor Albert Arenas. Andere schreiben dann wieder, Albert Arenas wird bevorzugt, aber wenn man sich so denkt, na okay, Alberto Sura ist Italiener, Moto Corsa Team ist italienisch, da könnte vielleicht so eine Connection da sein und das könnte vielleicht sogar ganz gut funktionieren und sogar für Überraschungen sorgen, weil, seid mal ehrlich, so ein 21-Jähriger, wenn der in der Superbike rasieren würde, wäre schon crazy, oder? Dann sagt Lorenzo Mauri noch, dass es von Moto-E-Fahrern Kommunikationen gibt, die unbedingt in dieses Team rein wollen. Das Ding ist, in den letzten Jahren haben wir gesehen, die Moto-E, da fahren Leute mit, die nicht so konkurrenzfähig sind. Also auch ein Luca Bernardi ist zum Beispiel bei der Moto-E dabei. Der hat auch schon ein paar Rennen gewonnen. Der ist aber auch schon mal in der Superbike mitgefahren und ist irgendwo hinten mitgefahren. Deswegen, diesen Moto-E Fahrermarkt sehe ich jetzt persönlich ein bisschen streng. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Dann gibt es noch ein paar Fahrer, die natürlich in der Superbike oder in der Supersportklasse keinen Vertrag mehr kriegen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, Moto X Racing hört vielleicht auf. Das heißt, Michael Ruben Rinaldi oder Bahattin Sofuoglu sind vertragslos dann. Wobei man sagen muss, Rinaldi war schon mal bei Moto Corsa, deswegen sehe ich die Chance, dass er nochmal zurückgeht zu Moto Corsa, eher gering. Bahattin Sofuoglu wäre für mich mein Wunschkandidat tatsächlich bei Moto Corsa, weil er hat Erfahrung in der Supersportklasse, ist dort super mitgefahren. Er ist jetzt bei Moto X Racing in der Superbike mit einer gedrosselten Yamaha, sage ich jetzt mal, gefahren. Also die Yamaha, die Moto X verwendet, ist leider, haben wir auch schon bei Philipp Oettel und bei anderen gesehen, kein gutes Bike. Gerade von der Leistung, Elektronik und sowas, haben wir auch schon mal mit Philipp Oettel gesprochen, ist die Maschine nicht auf dem Stand wie zum Beispiel eine Yamaha von Locatelli oder wie auch immer. Deswegen, wenn man Bahattin Sofuoglu die Chance gibt auf einer Ducati, glaube ich, könnte er für Überraschungen sorgen, aber ja, das ist tatsächlich nur meine Meinung. Aber bevor man einen Unerfahrenen nimmt oder einen Moto2-Fahrer, der irgendwo im Mittelfeld rumfährt, warum nicht mit einem Superbike-Fahrer probieren, der jetzt aktuell eine Superbike fährt und tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man schaut, Bahattin Sofuoglu, seine Ergebnisse sind eigentlich in Ordnung. Jetzt in Estoril ist er als Letzter gestartet und war zwischenzeitlich mal 12. Dann ist die Yamaha irgendwie kaputt gegangen oder hatte irgendwie technische Probleme. Da kann er auch wieder nichts dafür. Das sieht man am Ende nicht mehr, aber er ist trotzdem gut dabei gewesen. Auch am Balatonring ist er super gefahren. Nur halt über eine ganze Rundendistanz, beziehungsweise über dieses lange Rennen, ist die Yamaha einfach nicht performancestark und da glaube ich, wenn man ihm ein geiles Bike gibt, wie zum Beispiel Moto Corsa Ducati, dass er da vorne mitfahren könnte. Eins steht auf jeden Fall fest, Moto Corsa möchte auf jeden Fall ein bisschen Geld haben. Das heißt, wir müssen auch auf Fahrer schauen, die ein bisschen Geld mitbringen können. Ja, ob das jetzt ein Alberto Sura kann, weiß ich nicht. Da könnte man natürlich wieder sagen, Alberto Sura, ja, ist jung, unerfahren, könnte aber für Überraschungen sorgen. Wer weiß, am Ende ist die Entscheidung dann bei Moto Corsa, beziehungsweise auch bei dem, wer wahrscheinlich dann am meisten Geld mitbringt. Jetzt in den nächsten Wochen wird dann auf jeden Fall entschieden, wer der richtige Fahrer für Moto Corsa ist. Gehen wir noch mal ganz kurz die 2 Szenarien durch. Also, Szenario Nummer 1, man setzt ein bisschen auf die Unerfahrenen, sprich Albert Arenas oder Sura. Es kann schief gehen, es kann aber auch für Überraschungen sorgen. Oder Szenario 2, man setzt auf einen Fahrer, der schon konstant irgendwo in der Superbike mit dabei ist und der sich auch auf jeden Fall entwickeln kann. Bahattin Sofuoglu zum Beispiel ist auf jeden Fall auch ein Fahrer, der sich entwickeln kann. Der ist noch jung, der kann noch lernen, der kann auch noch mitentwickeln. Deswegen diese 2 Szenarien gibt und zwischen den 2 muss man sich jetzt entscheiden.
Nochmal kurz zusammengefasst, Ryan Wickers stand schon länger auf der Abschlussliste. Ja, Lorenzo Mauri war schon ein bisschen klar, dass er ihn raushaben wollte. Deswegen, ich glaube, auf von beiden Seiten aus ist es jetzt so okay. Ich meine, es ist auch am Ende nicht schön, wenn man einfach in einem Team ist, in dem man auch gar nicht erwünscht ist, beziehungsweise in dem man merkt, dass man eigentlich nicht wirklich gewertschätzt wird. Und dann macht auch am Ende diese Zusammenarbeit keinen Sinn. Deswegen schauen wir mal, wer es am Ende wird. Wer wird der neue Fahrer von Moto Corsa? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir werden es jetzt in den nächsten Wochen erfahren. Falls euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir werden jetzt öfters so SBK-Talks machen. Das war jetzt tatsächlich der erste SBK-Talk, den wir hier gemacht haben. Wir werden auch über die MotoGP ein bisschen berichten. Vielleicht auch die kleinen Kategorien wie Moto2, Moto3 oder auch World Supersport. Einfach, was uns dazu einfällt. Aber das Thema, was wir jetzt hier aufgegriffen haben, war, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und ich bin wirklich gespannt, wer es wird. Und allgemein, wenn man überlegt, die Moto Corsa Maschine ist wirklich konkurrenzfähig und kann vorne mitfahren. Deswegen, wenn man da einen geilen Fahrer hat, dann kann auch das Team wieder vorne mitfahren. Was mich auch wieder freuen würde, weil wir öfters bei Moto Corsa auch dabei sind. Deswegen schauen wir mal, was 2026 so alles geht. Und ich hoffe und drücke natürlich dem Team den Daumen und auch Ryan Wickers, den wir auch schon kennengelernt haben. Wirklich ein cooler und netter Typ. Gut, das war's auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, abonnieren, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.